Da die Medizingeräte hierfür eine Schnittstelle ins Internet brauchen, ist Cybersecurity ein sehr wichtiger Aspekt bei so einer Funktionalität. Mich begeistern ja immer wieder Projekte, wo innovative Ideen in ein Produkt gegossen werden. Und ein Beispiel ist der Theri-Roboter von Tedero. Ich hatte das Glück und durfte bei der Entwicklung vom Theri mit dabei sein und mit den Entwicklerkollegen des Kunden gemeinsam das Cybersecurity-Risikomanagement betreuen. Der Theri ist ein Therapieroboter, der im Krankenhaus eingesetzt wird, um Patienten bei der Rehabilitierung, bei Mobilitätsübungen zu helfen und so das Personal zu unterstützen. Da der Theri im Krankenhaus in die Krankenhausinfrastruktur eingebunden ist und außerdem über ein Touchscreen verfügt, über das er bedient werden kann, gibt es eine ganze Reihe von Angriffsvektoren, die wir berücksichtigen müssen. Und eine Geschichte ist beim Theri ganz elegant gelungen, denn wir haben oft das Problem, dass Cybersecurity und Usability sich entgegenstehen. Und Tedero hat sich aber dafür entschieden, dass wir die Anmeldung an dem Gerät über sogenannte NFC-Tokens absolvieren. Das heißt, wir brauchen keine Passworte, haben aber aus Cybersecurity-Sicht eine sichere Maßnahme implementiert, die die Bediener, die Patienten und das Personal auch ganz einfach über diesen Token benutzen können. Abschließend haben wir dann noch einen Theri tatsächlich hier nach Rülpsheim geschickt bekommen und konnten im Rahmen des Pentesting dann auch nochmal nachweisen, dass unsere implementierten Schutzmaßnahmen tatsächlich greifen. Ein spannender Kunde, bei dem wir schon viele Jahre in Sachen Cybersecurity unterstützen dürfen, ist Ulrich Medical. Ulrich Medical stellt unter anderem Kontrastmittelinjektoren her, die zum Beispiel bei Kernspintomographien eingesetzt werden. Zum Beispiel haben wir den ersten Schritt einer Fernwartungslösung konzipiert. Das in Zukunft ermöglicht, Serviceaktionen gezielter und effizienter durchzuführen, da Servicetechniker nicht mehr zwingend vor Ort sein müssen, um zum Beispiel Systemprotokolle des Geräts einzusehen. Da die Medizingeräte hierfür eine Schnittstelle ins Internet brauchen, ist Cybersecurity ein sehr wichtiger Aspekt bei so einer Funktionalität. Deshalb haben wir hier ein Cybersecurity-Konzept erstellt und es dann entsprechend in die Entwicklung einfließen lassen. Ein abschließender Pentest hat dann gezeigt, dass unsere definierten Risikokontrollmaßnahmen greifen und dass wir nichts übersehen haben, dass keine offenen Angriffsvektoren verbleiben. Generell muss Ulrich Medical, sowie andere Medizinproduktehersteller auch, die Regularien der neuen MDR erfüllen. Hier dürfen wir aktuell bei der Weiterentwicklung der Cybersecurity-Risikomanagement-Prozesse unterstützen. Dabei ist es besonders von Vorteil, dass wir hier unsere Erfahrungen aus anderen Audits sowie dem Austausch mit benannten Stellen, wie zum Beispiel dem TÜV, einfließen lassen können. Es macht richtig Spaß zu sehen, wie der Bereich Cybersecurity bei uns immer mehr an Bedeutung gewinnt und wir eben so Schritt für Schritt jeden Tag Produkte sicherer machen können.